Stell dir folgende Szene vor. Deine Katze liegt auf deinem Schoß. Sie schnurrt laut, sie kuschelt sich an, sie schließt die Augen vor Genuss. Du streichelst sie sanft am Rücken. Du fühlst dich verbunden mit ihr. Alles wirkt perfekt. Und dann, ohne Vorwarnung, schießt ihr Kopf nach unten, ihre Zähne treffen deine Hand, sie springt vom Schoß. Und du sitzt da, verwirrt, vielleicht sogar verletzt, und fragst dich, was habe ich falsch gemacht? Wenn du diese Situation kennst, dann gehörst du zu den meisten Katzenhaltern weltweit. Dieses Phänomen ist so verbreitet, dass die Wissenschaft sogar einen Namen dafür hat: Streichelaggression. Auf Englisch Petting-Induced Aggression. In diesem Video erfährst du, was im Körper deiner Katze wirklich passiert, wenn sie plötzlich beißt, warum es nichts mit Bosheit zu tun hat und wie du es ab heute zuverlässig verhinderst. Behalte besonders Warnsignal Nummer 3 im Hinterkopf. Das übersehen 90% aller Halter. Obwohl es der wichtigste Hinweis von allen ist. Lass uns mit einer grundlegenden Wahrheit anfangen, die viele Halter nie gelernt haben. Streicheln ist für Katzen etwas völlig anderes als für Hunde. Ein Hund ist ein soziales Rudeltier. Körperliche Nähe und langes Streicheln sind für ihn Bestätigung und Bindung. Je länger, desto besser. Eine Katze ist evolutionsgeschichtlich ein Einzelgänger. In freier Wildbahn berühren sich erwachsene Katzen nur kurz, beim Aneinanderreiben zur Begrüßung oder beim Putzen zwischen sehr engen Vertrauten. Langes, wiederholtes Streicheln durch einen Menschen ist also etwas, das deine Katze in der Natur nie erleben würde. Das bedeutet nicht, dass sie es nicht mag. Es bedeutet, dass ihr Nervensystem nicht dafür gebaut ist, es endlos zu ertragen. Und genau hier beginnt das Problem. Bevor wir tiefer einsteigen, eine kurze Bitte. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, lass mir einen Daumen nach oben da. Das hilft mir riesig, mehr Katzenliebhabern wie dir diese Inhalte zu zeigen. Und wenn du neu hier bist, abonnier den Kanal. Jede Woche ein neues Video über das, was deine Katze dir nicht sagen kann. Jetzt zur eigentlichen Wissenschaft hinter dem plötzlichen Biss. Sensorische Überlastung. Wenn du deine Katze streichelst, sendet jedes ihrer Haare und jeder Nervenendpunkt der Haut Signale an das Gehirn. Anfangs sind diese Signale angenehm. Deine Berührung wird als positiv eingestuft. Das Glückshormon Dopamin wird ausgeschüttet. Aber nach einer gewissen Zeit, manchmal nach 2 Minuten, manchmal nach 20 Sekunden, kippt etwas. Das Nervensystem deiner Katze wird überreizt. Aus angenehmer Berührung wird zu viel Information. Die Katze spürt plötzlich ein Kribbeln, eine Unruhe, fast einen Juckreiz unter der Haut. Wissenschaftler nennen das taktile Übererregung. In diesem Moment fühlt sich das Streicheln nicht mehr gut an. Es fühlt sich unangenehm an, manchmal sogar wie ein Angriff. Und Katzen reagieren auf einen Angriff so, wie es ihr Instinkt vorgibt. Sie verteidigen sich. Das Beißen ist also kein Verrat. Es ist kein böser Charakterzug. Es ist eine biologische Notbremse. Der Schlüssel liegt darin, zu erkennen, wann diese Notbremse gleich ausgelöst wird. Und genau dafür gibt deine Katze dir vorher klare Signale. Die meisten sehen wir nur einfach nicht. Lass uns die 4 wichtigsten Warnsignale durchgehen. Warnsignal Nummer 1. Die Schwanzspitze beginnt zu zucken. Wenn deine Katze entspannt ist, liegt ihr Schwanz ruhig. Sobald sie überreizt wird, fängt die Schwanzspitze an, leicht hin und her zu zucken. Manchmal sehr fein, manchmal stärker. Dieses Zucken ist das früheste Warnsignal überhaupt. Wer es kennt, hat 5 bis 10 Sekunden Zeit, das Streicheln zu beenden, bevor etwas passiert. Warnsignal Nummer 2. Die Ohren drehen sich seitlich oder nach hinten. Eine entspannte Katze hat die Ohren nach vorne gerichtet. Wenn sie sich unwohl fühlt, drehen sie sich langsam zur Seite. Bei stärkerer Anspannung sogar nach hinten. Das ist ein deutliches Stoppsignal und der Moment, in dem du die Hand zurückziehen solltest. Warnsignal Nummer 3. Und das ist das Wichtigste von allen. Die Haut beginnt zu zucken. Beobachte den Rücken deiner Katze ganz genau. Wenn die Haut über den Schulterblättern leichte Wellenbewegungen macht, fast wie ein Wassertropfen auf einem Tuch, dann ist das Nervensystem deiner Katze bereits am Limit. Das nennt man Hautrollen. Es ist ein unwillkürlicher Reflex. Die Katze kann es nicht kontrollieren.
Es zeigt, dass die sensorische Überlastung gerade ihren Höhepunkt erreicht. Wer dieses Signal sieht und weiter streichelt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gebissen. Nicht aus Bosheit, aus reiner Selbstverteidigung. Wenn dich das, was du gerade gelernt hast, überrascht hat, dann tu mir einen Gefallen. Lass einen Like da. Das hilft diesem Video, andere Katzenhalter zu erreichen, die das genauso dringend wissen müssen wie du. Und falls du noch nicht abonniert hast, jetzt wäre der perfekte Moment. Denn die Lösung, die deine Beziehung komplett verändern kann, kommt jetzt. Warnsignal Nummer 4. Die Pupillen werden plötzlich groß. Wenn du beim Streicheln in die Augen deiner Katze schaust und die Pupillen sich plötzlich weiten, obwohl das Licht im Raum gleich bleibt, dann ist Schluss. Das ist der letzte Warnschuss, bevor sie reagiert. Wer alle 4 Signale lesen lernt, wird in der Regel nie wieder gebissen werden. Punkt. Aber erkennen alleine reicht nicht. Du brauchst auch die richtige Technik. Lass mich dir 3 einfache Regeln zeigen. Regel 1. Streichle gezielt, nicht endlos. Konzentriere dich auf die Bereiche, die Katzen lieben. Stirn, Wangen und das Kinn. Vermeide den unteren Rücken und den Bauch, außer deine Katze fordert es aktiv ein. Regel 2. Mache Pausen. Streichle 2 oder 3 Mal, dann halte inne. Beobachte. Wenn deine Katze stupst oder weiter den Kopf an deine Hand drückt, kannst du fortfahren. Wenn sie zur Seite blickt oder den Schwanz zuckt, ist die Sitzung vorbei. Regel 3. Lass sie immer den ersten Schritt machen. Eine Katze, die sich selbst entscheiden darf, ob sie gestreichelt werden möchte, wird viel seltener aggressiv. Du wirst überrascht sein, wie oft sie von selbst kommt, wenn du nicht ständig drängst. Und jetzt zum heikelsten Punkt. Was tun, wenn sie dich tatsächlich gebissen hat? Erstens. Reagiere nicht laut oder hektisch. Schreien oder wegstoßen verstärkt die Angst und das Misstrauen. Beides zerstört das Vertrauen. Zweitens. Zieh die Hand ruhig zurück und steh langsam auf. Beende den Kontakt ohne Drama. Das ist die wichtigste Botschaft an deine Katze. Du wurdest verstanden. Drittens, bestrafe niemals. Eine Katze versteht die Verbindung zwischen Biss und späterer Strafe nicht. Sie versteht nur, dass du ihr unberechenbar gegenübertrittst. Und das macht das Problem garantiert schlimmer. Die eigentliche Frage ist also nicht, warum deine Katze beißt. Die eigentliche Frage ist, ob du ihre Signale lesen lernst, bevor sie es muss. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann diese. Streicheln ist ein Gespräch, kein Monolog. Deine Katze beantwortet jede deiner Berührungen mit feinen körperlichen Signalen. Wenn du diese Signale ernst nimmst, wird sie aufhören müssen, dich zu beißen, weil sie es nicht mehr braucht, um sich zu schützen. Und das Schöne ist, sobald deine Katze merkt, dass du sie verstehst, wird sie viel mehr Nähe suchen als vorher. Vertrauen wächst genau dort, wo Grenzen respektiert werden. Und jetzt zur Kommentarfrage. Hat dich deine Katze schon einmal beim Streicheln gebissen und du wusstest absolut nicht warum? Schreib's in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen Beitrag. Wenn dir dieses Video geholfen hat, freue ich mich über deinen Daumen nach oben. Und falls du noch nicht dabei bist, abonniere den Kanal für mehr Insiderwissen über deine Katze. Bis zum nächsten Mal. Wenn dich das Thema fasziniert hat, schau dir links das Video an, in dem ich erkläre, was wirklich passiert, wenn deine Katze dich anstarrt. Ein weiterer Schlüssel zu ihrer stillen Sprache, den du nicht verpassen solltest. Und rechts findest du das Video über Katzen sehen Menschen anders. Das ist die wissenschaftliche Basis für alles auf diesem Kanal. Bis bald!